Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch mein Rezept für einen leckeren Käsekuchen mit Obst. Los geht's auch schon mit den Zutaten und der Zubereitung. Ich möchte dieses Mal nur einen kleinen Kuchen von ca. 18 cm Durchmesser backen. Für eine 26er Springform verdoppelt die Menge einfach. Im Rezept schreibe ich das Ganze natürlich auch nochmal alles ganz genau auf. Für den Teig braucht ihr 150 Gramm Mehl, 100 Gramm zimmerwarme Butter, 50 Gramm Zucker, ein Ei der Größe M und eine Prise Salz. Und für die Füllung braucht ihr später noch 500 Gramm Magerquark, ein Päckchen Vanillezucker, 100 Gramm Zucker, ein Ei, 100 Milliliter Milch und 25 Gramm flüssige Butter. Außerdem braucht ihr später auch noch etwas Obst eurer Wahl, sowie klaren Tortenguss, Wasser bzw. Fruchtsaft und etwas Zucker. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben zum Nachlesen und Ausdrucken ist wie immer unter diesem Video in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf koch-kino.de. Als erstes wird der Teig vorbereitet. Dazu werden einfach alle Zutaten, also Mehl, Butter, Zucker, Ei und Salz, zu einem glatten Teig verknetet. Knetet ihn aber nur kurz durch, nur eben so lange, bis sich alles verbunden hat. Ansonsten kann es schnell passieren, dass der Teig brandig wird. Dann trennen sich die Fett- und Mehlteilchen und der Teig wird bröselig. Wenn das geschafft ist, wird er in einer mit Backpapier belegten Springform verteilt. Dabei sollte der Rand 2 bis 3 cm hochgezogen werden. So kommt das Ganze dann erstmal in den Kühlschrank, bis die Füllung fertig ist. Und um die kümmern wir uns jetzt. Dazu wird der Quark einfach mit Zucker, Vanillezucker, Ei, Butter und Milch glatt gerührt. Die Masse sollte schön kompakt bleiben, deshalb rührt nicht zu viel Luft unter, sonst hat der Käsekuchen durch die Luftblasen später Löcher. Dann kann die Füllung ebenfalls in der Springform verteilt und glatt gestrichen werden und der Leckerschmecker kann in den Ofen. Und zwar bei 165 Grad Ober-Unterhitze für 50 bis 60 Minuten. Und so sieht das Ganze dann nach dem Backen aus. Bevor es weitergehen kann, sollte der Käsekuchen erstmal komplett abkühlen. Wenn es soweit ist, kann das Obst darauf verteilt werden. Hier könnt ihr natürlich nehmen, was ihr gerne mögt. Ansonsten könnt ihr den Käsekuchen natürlich auch schon so lassen oder mit etwas Puderzucker bestäuben. Zum Schluss kommt noch etwas Tortenguss darüber. Den bereitet ihr einfach nach Anleitung zu. Bevor ihr den Käsekuchen anschneidet, lasst ihn für 1 bis 2 Stunden im Kühlschrank durchkühlen. Dann schmeckt er am besten. Danach ist er dann aber endlich fertig und kann vernascht werden. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Falls ihr die Rezepte ausprobiert, könnt ihr uns eure Bilder sehr gerne auf Facebook oder Instagram mit dem Hashtag Kochkino schicken. Über eure wunderschönen Bilder freuen wir uns immer sehr.